Willkommen. Willkommen zu dieser stillen Stunde, dieser langen, unhastigen Stunde, die nur für dich beiseite gelegt wurde. Bevor wir beginnen, nimm dir einen Moment, um dich einzurichten. Lockere alles, was sich eng anfühlt. Lass deine Schultern weich werden. Lass deinen Kiefer weich werden. Lass die kleinen Muskeln um deine Augen weich werden. Heute Nacht wirst du in einer langsamen Standseilbahn die Flanke eines stillen Berges hinauffahren. In endloser Dämmerung. In der sanften Obhut einer Concierge in samtener Uniform, deren einzige Aufgabe es ist, dass du dich wohlfühlst. Es gibt nichts zu tun. Nichts, woran du dich erinnern müsstest. Nichts zu entscheiden. Du wirst einfach getragen werden. Langsam, ganz langsam. Hinauf durch Zedern und Moos. Vorbei an 3 kleinen Haltepunkten, während das Seil seinen langen, tiefen Ton summt und der Berg um dich herum atmet. Wenn deine Gedanken abschweifen, ist das vollkommen in Ordnung. Wenn dir hier und da ein Satz entgeht, ist auch das vollkommen in Ordnung. Die Geschichte verlangt nichts von dir. Sie ist nur da, um dir Gesellschaft zu leisten, während du in den Schlaf hinüberdriftest. Lass deinen Atem sein eigenes, ruhiges Tempo finden. Ein, sanft durch die Nase. Aus, sanft durch den Mund. Ein, aus. Und noch einmal. Spüre das Gewicht deines Körpers dort, wo er ruht. Dein Hinterkopf schwer, deine Schultern schwer, deine Arme schwer, deine Hüften schwer, deine Beine schwer, deine Füße weit weg und warm. Stell dir vor, wenn du magst, dass mit jedem langsamen Ausatmen ein wenig mehr vom Gewicht des Tages von dir abgleitet und still in die Erde fällt, wo die Erde es geduldig hält, ohne Kommentar, so wie die Erde schon so viele kleine Gewichte vor dir gehalten hat. Du kommst jetzt an. Kommst an einem Ort an, an dem die Luft nach feuchter Zeder riecht und das Licht das tiefe, langsame Blau eines langen Bergabends ist. Es eilt nichts. Die Standseilbahn wird nicht ohne dich abfahren. Tatsächlich hat die Standseilbahn überhaupt keinen Fahrplan. Sie fährt nur ab, wenn sich genug verschlafene Reisende eingefunden haben. Und selbst dann fährt sie ab, wie ein Gähnen einen Körper verlässt, ohne jede besondere Eile. Du hast also Zeit. All die Zeit, die du brauchst. Lass dich zu der kleinen, hölzernen Station am Fuß des Berges treiben. Lass das Bild so sanft aufsteigen, wie es mag. Du musst es nicht klar sehen. Du musst ihm nur nahe sein. Und nun, langsam, ganz langsam, beginnen wir. Du trittst aus einem sanften Nebel und findest dich auf einer kleinen Holzplattform wieder, die in die Flanke eines bewaldeten Berges eingelassen ist. Die Plattform heißt Farnplattform, denn ringsumher wachsen dicht die Farne. Breite grüne Wedel, die in der langsamen Brise nicken, kleinere Wedel, die sich nahe an den feuchten Boden schmiegen, kleine Spiralen frischen Wuchses, eingebettet zwischen die Wurzeln der Zedern. Die Bretter unter deinen Füßen sind alt und dunkel und glatt geworden von langem Gebrauch. Sie sind warm an den Stellen, auf die das Lampenlicht fällt, und kühl an den Stellen, die das Lampenlicht nicht erreicht. Du spürst beides, die Wärme und die Kühle, durch die Sohlen deiner Schuhe. Die Luft ist voll vom Duft feuchter Zeder und zerdrückten Mooses. Du atmest ihn einmal ein, langsam, und dann noch einmal, noch langsamer, und du spürst, wie sich der Duft in deiner Brust setzt, so wie warmer Tee sich in einer kalten Tasse setzt. Zeder, Moos, ein wenig Harz, ein wenig Stein, ein wenig Bergregen, der vor Stunden gefallen ist und seine Rückkehr zum Himmel noch nicht ganz vollendet hat. Das Licht hier auf der Farnplattform ist das lange, unhastige Blau einer hohen Bergdämmerung.
die nie ganz in die Nacht hinüberkippt. Es ist seit langer Zeit dieses Blau und es wird noch lange dieses Blau sein. Du musst dich nicht fragen, wie das sein kann. Hier ist es einfach so. Über dir steigt der Berg in langsamen Stufen aus Zedern und flechtengrauem Fels empor. Unter dir fällt das Tal in einen weichen Nebelteich hinab. So weich, dass der Nebel im Takt mit dir zu atmen scheint. Ein, aus. Und vor dir, eng an einen kleinen hölzernen Prellbock herangezogen, steht der Wagen der Standseilbahn. Es ist ein einzelner Wagen, gestrichen in einem tiefen Berggrün, das fast schwarz aussieht, wo das Lampenlicht es nicht berührt, und fast smaragdfarben, wo das Lampenlicht es berührt. Im Messingbeschläge fangen das Licht an seinen Kanten ein. Türgriffe, Fensterriegel, eine lange Messingstange unter jedem Fenster. Und das Messing ist so oft poliert und wieder poliert worden, dass es den sanften Glanz von Messing hat, das geliebt worden ist. Der Wagen steht in einem sanften Winkel, denn die Schienen klettern in einem sanften Winkel die Bergflanke hinauf. Und so ist die ganze kleine Welt im Inneren des Wagens ganz leicht nach hinten geneigt, als hätte sie sich bereits in eine lange, langsame Ruhe gelehnt. Durch die Fenster siehst du das Innere, warm und gedämpft beleuchtet. Du siehst tief grüne Samtsitze, Bernsteinfarben glühend im Licht kleiner Glimmerlaternen. Du siehst zusammengefaltete Wolldecken in den Taschen der Sitzlehnen. Du siehst einen langen, schmalen Gang, der sich über die ganze Länge des Wagens zieht. Und am hinteren Ende einen kleinen Eichenschreibtisch, auf dem ein grünes Hauptbuch aufgeschlagen liegt. Und neben der Tür steht in einem langen Samtmantel, von demselben tiefen Grün wie die Sitze, die Concierge. Ihr Name ist Olwen. Sie ist unhastig in allem, was sie tut. Sie trägt weiche Lederschuhe, die auf der Holzplattform keinen Laut machen, und ihr Haar ist zurückgenommen unter einer kleinen flachen Mütze aus demselben dunkelgrünen Samt, und an ihrem Kragen sitzt eine einzelne Messingnadel in der Form eines Tannenzapfens. Sie ruft dir nichts zu, sie winkt nicht und bedeutet dir nicht zu kommen. Sie neigt nur den Kopf, ganz leicht, als du näher kommst, so wie du jemandem zunicken würdest, den du seit vielen stillen Jahren kennst. Du trittst auf den Wagen zu. Beim Gehen spürst du das ganz leise Summen des Seils unter der Plattform. Ein langer, tiefer Ton, tiefer als ein Summen, eher der Klang, den ein Berg macht, wenn er nachdenkt. Das Summen steigt durch das Holz auf, durch deine Füße, durch deine Knöchel und Knie und Hüften, und du spürst, wie deine Schultern allein durch seine Nähe weich werden. Olwen öffnet dir die kleine Tür mit dem Messinggriff. Du steigst hinauf, eine Stufe, 2 Stufen, in die Wärme des Wagens hinein. Das Erste, was dir auffällt, ist der Duft. Tief grüner Samt, von Lampenlicht erwärmt. Ein Jahrhundert sanfter Gespräche scheint in den Stoff eingesickert zu sein. Freundliche Worte, schläfrige Worte, Worte, die zwischen Reisenden gewechselt wurden, die nichts Dringendes zu sagen hatten. Unter dem Duft des Samtes liegt der Duft von Bienenwachs, vom polierten Messing, und darunter der Duft von Kiefernharz aus den gefalteten Decken, und darunter, schwach und weit entfernt, der Duft von Gerste, die irgendwo mit Kiefernadeln darin köchelt. Das Zweite, was dir auffällt, ist die Wärme. Keine heiße Wärme, eine gehaltene Wärme. Die Wärme eines Raums, der lange Zeit still bewohnbar gehalten wurde, in Erwartung deiner. Du wählst einen Sitz, oder vielmehr scheint ein Sitz dich zu wählen, der am Fenster, auf halber Länge des Wagens,
wo das Lampenlicht gerade richtig fällt. Du lässt dich in den tiefgrünen Samt sinken und der Samt heißt dich willkommen, so wie sehr alter Samt einen müden Körper willkommen heißt. Mit einem sanften Nachgeben, das sich fast anfühlt, als würdest du erinnert. Das Kissen unter dir ist großzügig. Die Rückenlehne ist hoch genug, dass dein Kopf, wenn du ihn anlehnst, gehalten wird. Neben dir, unter dem Fenster, ist die messingene Armlehne kühl und glatt. Und wenn du die Hand darauf legst, spürst du die allerleiseste Vibration des Seils, die durch sie hindurchsummt. Du lässt deine Hand dort liegen. Du lässt das Summen deinen Arm hinaufwandern. Olwen geht den Gang entlang an dir vorbei, nicht auf dich zu, nicht von dir fort, nur vorbei, so wie jemand abends durch seine eigene stille Küche geht und weiß, wo jede Tasse hingehört. Sie trägt einen kleinen Zobelhaarpinsel in der Hand, von der Art, wie ein Maler ihn benutzen würde, weich wie der Flügel einer Motte, und im Vorbeigehen streicht sie einmal, ganz leicht, über die Oberseite der messingenen Armlehne des Sitzes vor deinem. Eine einzige kleine Bewegung, ein Hauch von Staub, der sich hebt. Sie geht weiter. Du beobachtest sie schläfrig, ohne sie wirklich zu beobachten. Sie geht den Gang entlang, hält an jedem Sitz inne, hebt den Zobelpinsel, zieht ihn sanft über jede messingene Armlehne. 1, 2, 3. Jede Bewegung ist gleich. Jede Bewegung ist ohne Eile. Der Pinsel macht fast kein Geräusch, nur das leiseste sanfte Streichen, wie ein einzelnes Blatt, das sich an seinem Stiel bewegt. Als sie mit den Armlehnen fertig ist, legt sie den Pinsel in eine kleine, mit Samt ausgeschlagene Schublade des Eichentisches am hinteren Ende des Wagens zurück. Die Schublade schließt sich mit einem Geräusch, das so leise ist, dass du es dir fast nur einbildest. Nun wendet sie sich den Sitztaschen zu. Eine nach der anderen hebt sie eine gefaltete Wolldecke aus einem hohen Weidenkorb am vorderen Ende des Wagens. Und eine nach der anderen steckt sie jede Decke in eine Sitztasche. Die Decken sind blassgrau, mit einem einzelnen dunkelgrünen Streifen an jedem Rand. Wenn sie hochhebt, steigt ein kleiner Hauch von Kiefernharz in die Luft. Die Decken sind, das verstehst du, ohne dass es dir gesagt wird, in einem Zedernschrank aufbewahrt worden, mit kleinen Musselinsäckchen voll getrockneter Kiefernadeln zwischen ihnen. Sie faltet jede Decke auf die gleiche Weise, in Drittel, dann zur Hälfte, dann noch einmal zur Hälfte und steckt jede in ihre Tasche, die gefaltete Kante nach außen. Du beobachtest ihre Hände. Ihre Hände sind geübt. Ihre Hände eilen nicht. Heben, falten, hineinstecken. Heben, falten, hineinstecken. Die Bewegung ist so gleichmäßig, so freundlich, dass deine Augenlider allein vom Zuschauen schwer werden. Wenn du für einen Moment die Augen schließen möchtest, darfst du das. Der Wagen wird immer noch hier sein. Olwen wird immer noch Decken falten. Der Berg wird immer noch seinen langsamen blauen Atem an die Fenster hauchen. Wenn alle Decken verstaut sind, beginnt Olwen, die Laternen anzuzünden. An der Wand des Wagens sind über jedem Sitzpaar kleine Glimmerlaternen angebracht. Kleine viereckige Lampen mit Scheiben aus dünnem bernsteinfarbenem Glimmer statt aus Glas, sodass das Licht, das sie werfen, die warme Farbe von Honig hat, den man ins Feuerlicht hält. Jede Laterne hat unten einen kleinen Messingschlüssel und Olwen dreht jeden Schlüssel sanft und der Docht darin glüht auf. Dann fängt er und dann setzt er sich in einen ruhigen bernsteinfarbenen Atem.
Sie zündet die erste Laterne an. Der Wagen wird ein wenig wärmer in der Farbe. Sie zündet die zweite an. Noch etwas wärmer. Die dritte, die vierte. Als sie die Laterne über deinem eigenen Sitz erreicht, hat der ganze Wagen das tiefe, bernsteinfarbene Leuchten eines Raumes, der nur von Kerzen und altem Gold erhellt wird. Sie zündet die Laterne über dir an. Das Licht fällt sanft auf den Samt neben deiner Schulter. Du kannst in dem neuen, milden Licht das ganz schwache Muster erkennen, das in den Samt gewebt ist. Kleine, sich wiederholende Motive aus Kiefernzweigen und kleinen runden Beeren. Wiederholt und wiederholt, so wie ein Wiegenlied seine Zeile wiederholt. Du lässt deine Augen dem Muster folgen. Kiefernzweig, Beeren, Kiefernzweig, Beeren. Immer weiter die Rückenlehne entlang. Das Seil summt seinen langen, tiefen Ton. Der Wagen hält dich. Nun kehrt Olwen zu ihrem kleinen Eichentisch am vorderen Ende des Wagens zurück. Sie hebt das grüne Hauptbuch hoch und schlägt eine neue Seite auf. Sie taucht einen kleinen Federhalter mit Messingfeder in ein kleines Tontintenfass und schreibt etwas mit langsamer, sorgfältiger Hand. Du kannst von deinem Platz aus nicht lesen, was sie schreibt, aber du kannst das sanfte Kratzen der Feder hören, ein leises, trockenes Rascheln, wie ein Käfer, der über ein Blatt läuft. Sie schreibt vielleicht 1 Minute lang. Dann legt sie die Feder hin. Dann steht sie auf. Dann geht sie zum vorderen Ende des Wagens, legt eine Hand auf einen langen, messingenen Hebel an der Wand und zieht ihn sanft, ganz sanft nach unten. Es gibt ein leises, sanftes Klicken. Weit unter dem Wagen, irgendwo in der tiefen Maschinerie des Berges, beginnt sich ein großes, geduldiges Rad zu drehen. Das Seil, das auf einem einzelnen tiefen Ton gesummt hat, summt nun auf einem leicht anderen Ton. Immer noch tief, immer noch lang, aber mit einer kleinen neuen Vibration darin. Du spürst die neue Vibration durch die Armlehne und durch den Boden und durch den Samt an deinem Rücken. Und der Wagen beginnt langsam, langsam zu steigen. Die Bewegung ist so sanft, dass du dir lange Zeit nicht sicher bist, ob du dich überhaupt bewegst. Dann schaust du aus dem Fenster und du siehst die Farne der Fahnenplattform sanft nach unten gleiten. Ihre Wedel nicken zum Abschied und der kleine hölzerne Puffer gleitet ebenfalls nach unten und das Lampenlicht, das auf der Plattform war, ist nun jenseits des Fensters und darunter und fort. Und der Wagen steigt. Du steigst. Der Berg legt sich um dich. Zedernzweige treiben an den Fenstern vorbei. So nah, dass du sie fast berühren könntest, wenn du wolltest. Ihre Nadeln sind dunkelgrün in der Dämmerung und hier und da mit kleinen Nebeltropfen besetzt. Und die Tropfen fangen das bernsteinfarbene Laternenlicht ein, wenn der Wagen vorbeifährt, und glühen für einen Moment wie winzige eigene Laternen. Hinter den Zedern, zwischen ihren dunklen Stämmen, kannst du das langsame Kräuseln des Nebels sehen, der aus dem Tal aufsteigt. Der Nebel bewegt sich, wie ein schlafendes Tier atmet, langsam aus, langsam ein, langsam aus. Und dort, wo er die Fenster des Wagens streift, hinterlässt er einen sanften Schleier, den die Wärme der Laternen wieder sanft schmelzen lässt. Unter dir geht der lange, tiefe Ton des Seils weiter. Du kannst ihn in deinen Zähnen spüren, ganz leise. Du kannst ihn in den kleinen Knochen deiner Handgelenke spüren. Du kannst ihn in deinen Fußsohlen spüren. Es ist der Ton, den ein Berg einem Kind zuwiegen würde. Olwen geht wieder den Gang entlang. Diesmal trägt sie ein kleines, lackiertes Tablett und auf dem Tablett stehen mehrere kleine Tontassen, rund, von Hand gedreht, in einem tiefen Blaugrün glasiert,
das zum Samt der Sitze passt. Jede Tasse ist mit einem warmen Likör gefüllt. Der Likör ist blassgolden, fast bernsteinfarben. Und aus jeder Tasse steigt eine dünne Dampfsträhne auf. Und der Dampf trägt den Geruch von Gerste und Kiefer mit sich. Das ist der Gersten- und Kiefernlikör. Es ist das Getränk der Mooskissen-Standseilbahn. Er wird auf die gleiche Weise in demselben kleinen Kupferkessel, in derselben kleinen Brennkammer neben der unteren Station hergestellt. Schon länger, als irgendjemand sich die Mühe gemacht hat, zu zählen. Olwen bleibt neben deinem Sitz stehen. Sie spricht nicht. Sie senkt nur das Tablett, hebt eine kleine Tontasse hoch und legt sie dir sanft in die Hände. Die Tasse ist warm. Die Wärme zieht vom Ton in deine Handflächen und von deinen Handflächen die Handgelenke hinauf und von den Handgelenken in deine Unterarme und von deinen Unterarmen in deine Schultern und von deinen Schultern in die weiche Stelle am Ansatz deines Nackens. Du spürst, wie deine Schultern noch eine kleine Stufe tiefer sinken. Du führst die Tasse an deine Lippen. Du nippst. Der Trunk ist warm, aber nicht heiß. Warm, wie ein Stein warm ist nach einem langen Nachmittag in der Sonne. Er schmeckt vor allem nach Gerste. Nach gerösteter Gerste, süß und rund. Und unter der Gerste der zarte, klare Geschmack von Kiefer. Nicht scharf, nicht bitter, nur grün und fern. Der Geschmack von Kiefer, wie man ihn vielleicht am Rand eines weichen Hauchs Waldluft findet. Und unter der Kiefer ein winziger Hauch Honig, fast zu klein, um ihn zu bemerken. Du nippst erneut. Der Trunk wandert hinab in deine Brust, warm und langsam. Du spürst, wie er die Stelle gleich unter deinem Schlüsselbein erreicht. Und du spürst, wie er dort ruht, wie eine kleine warme Hand. Olwen wartet neben deinem Sitz, bis sie sieht, dass du schluckst. Dann nickt sie mit derselben kleinen Neigung des Kopfes wie zuvor und geht weiter zum nächsten Sitz. Du nippst langsam an deinem Trunk. Du musst ihn nicht auf einmal trinken. Du kannst die Tasse auf dem kleinen Klapptablett abstellen, das sich irgendwie aus dem Sitz vor dir ausgeklappt hat. Du kannst sie wieder aufnehmen, wann du magst. Es gibt keine Eile. Draußen steigt die Bahn. Hier und dort weichen die Zedern kleinen offenen Lichtungen, auf denen der Berg sich entschieden hat, ein Stück Moos zu bewahren, statt eines Bestands von Bäumen. Das Moos ist tief. Tief genug, dass du dir vorstellst, würdest du aussteigen und darüber gehen. Du würdest bis zu den Knöcheln in kühles, weiches Grün einsinken. In jeder Lichtung liegen kleine weiße Steine verstreut, die in der Dämmerung schwach leuchten, und kleine blasse Pilze versammeln sich um ihre Sockel wie Gäste, die eingeladen sind, aber noch nicht ganz bereit, das Wort zu ergreifen. Die Bahn passiert eine große alte Zeder, die sich über die Strecke neigt. Ihre unteren Äste streifen beinahe das Dach. Du hörst, sehr leise, das kleine sanfte Schaben von Nadeln am Holz über deinem Kopf. Und dann ist es vorbei. Und es bleibt nur wieder das lange, tiefe Summen des Seils. Du nippst an deinem Trunk. Du lässt deinen Kopf gegen den Samt zurücksinken. Du lässt deine Hand auf der kühlen Messingarmlehne ruhen. Du lässt das Summen durch dich hindurch wandern. Nach einer Weile, du könntest nicht sagen, wie lange, denn die Zeit in der Mooskissen-Standseilbahn ist locker und ohne Eile, kehrt Olwen zu ihrem Eichenpult zurück. Sie schlägt das grüne Hauptbuch wieder auf. Sie taucht ihre Feder ein. Sie schreibt. Du hörst, unter dem Summen des Seils, das kleine, trockene Rascheln ihrer Feder auf dem Papier. Sie schreibt eine Weile. Dann hält sie inne. Dann schreibt sie wieder. Was sie schreibt, wirst du später erfahren.
die kleinen Beobachtungen des Abends. Das Geräusch eines Zedernzapfens, der von der 3. Zeder hinter der Fahnenplattform fällt. Leise, mit einem kleinen Aufprall. Die Temperatur des Schienenkopfes am unteren Prellbock. Kühl, mit einer leichten Feuchte vom Abendnebel. Die Farbe des Nebels am ersten Viadukt. Ein blasses Silber, gesäumt von einem zartesten Lavendelton. Der genaue Winkel der großen, alten Zeder, die sich über die Strecke neigt. Unverändert, wie er seit vielen Jahren unverändert ist. Sie schreibt jedes dieser Dinge in ihrer langsamen, sorgfältigen Handschrift. Sie meldet sie niemandem. Sie bewahrt sie nur, so wie ein gütiger Mensch eine kleine, getrocknete Blume zwischen den Seiten eines Buches gepresst aufbewahrt. Nicht, weil die Blume wichtig ist, sondern weil das Bewahren es ist. Die Bahn steigt weiter. Allmählich wirst du eines sanften Tickens gewahr. Es ist das Geräusch der Sperrklinke der Standseilbahn. Ein kleines mechanisches Herz irgendwo unter dem Boden, das alle paar Sekunden einmal klickt, während das Seil ein weiteres kleines, abgemessenes Stück vorrückt. Klick, klick, klick. Die Schläge sind nicht völlig gleichmäßig. Sie sind etwas langsamer als dein Herzschlag, etwas geduldiger als dein Atem. Du merkst, dass dein Atem nach einer Weile beginnt, den Schlägen zu folgen. Ein bei einem Schlag, aus beim nächsten, ein, aus, aus. Dies ist eine der Freundlichkeiten der Mooskissen-Standseilbahn. Sie lehrt das Atmen, ohne je darum zu bitten. Durch eine kleine Lüftung über dem Fenster schlüpft ein Faden kühler Bergluft in den Wagen. Sie riecht nach Zeder und Stein und einem einzelnen Hauch von fernem Schnee. Sie ist kühl genug, um bemerkt zu werden, aber nicht kalt genug, um zu stören. Sie berührt deine Wange, ganz leicht, wie der Handrücken eines Menschen die Stirn eines schlafenden Kindes prüft. Und dann zieht sie sich zurück. Und dann berührt sie wieder. Kühl und fort und kühl und fort. Der Nebel draußen vor den Fenstern verdichtet sich eine Weile und die Zedern und Lichtungen verschwinden und der ganze Wagen scheint durch eine lange, weiche Wolke zu fahren. Das bernsteinfarbene Laternenlicht spiegelt sich sanft im beschlagenen Glas. Der Wagen scheint für eine lange, stille Strecke das einzig Warme auf der Welt zu sein. Du fühlst dich darin gehalten. Du fühlst dich klein und warm und gehalten. Dann dünnt der Nebel aus und du siehst plötzlich, dass sich der Wagen einer kleinen Haltestelle nähert, die in die Bergflanke gebaut ist. Es ist die Flechtenhalt. Du wusstest nicht, wie lange es dauern würde, bis du sie erreichst. Und nun, da du hier bist, merkst du, dass es dir nichts ausmacht. Die Flechtenhalt ist ein hölzerner Bahnsteig, kleiner als die Fahnenplattform, behangen mit dicken, blassgrünen Flechten, die von den Dachvorsprüngen herabtreiben, wie weiche Bärte. Das Lampenlicht an der Flechtenhalt ist etwas gedämpfter als an der Fahnenplattform. Nur 2 kleine Glimmerlaternen auf hohen Holzpfählen. Und der ganze Ort hat das Wesen einer kleinen Station, mitten in einem langen, stillen Gedanken. Der Wagen verlangsamt sich. Das Summen des Seils ändert seine Tonlage, sinkt ein wenig ab. Die Sperrklinke klickt langsamer. Klick, klick, klick. Der Wagen hält. Einen Augenblick lang ist alles still. Die Laterne über deinem Sitz glüht weiter. Der Trunk in deinen Händen bleibt warm. Draußen treiben die Flechten im langsamen Luftzug. Olwen erhebt sich von ihrem Eichenpult und geht den Gang entlang. Sie geht zur Tür am hinteren Ende des Wagens und öffnet sie kurz. Gerade weit genug, um einen kleinen Hauch kühler, feuchter Luft hereinzulassen. Luft,
die nach Flechte und Stein riecht und nach einem einzelnen Regentropfen, der sich irgendwo auf einem Dach seit langer Zeit sammelt. Sie nickt dem leeren Bahnsteig zu, wie ein Gastgeber einem Gast zunicken mag, der nicht erschienen ist, aber vielleicht zu seiner eigenen Zeit erscheinen wird. Dann schließt sie die Tür wieder und die kühle, feuchte Luft wird wieder draußen verschlossen und die Wärme des Wagens legt sich wieder um dich. Sie kehrt zu ihrem Pult zurück. Sie hebt ihre Feder. Sie schreibt eine weitere kleine Beobachtung. Die Flechten an der Flechtenhalt, etwas länger als in der vorigen Woche, vielleicht um eine Fingerbreite. Das Lampenlicht am zweiten Pfahl, einmal sanft flackernd und dann wieder stetig. Das leise Geräusch von Wasser irgendwo unter dem Bahnsteig. Ein kleines, langsames Tropfen. 3 Tropfen in der Zeit, die du brauchst, langsam auszuatmen. Sie legt ihre Feder ab. Sie ruht ihre Hand auf dem messingfarbenen Hebel. Sie zieht ihn sanft herunter. Der Ton des Seils verschiebt sich. Das große, geduldige Rad tief im Berg beginnt sich erneut zu drehen. Der Wagen mit einem einzigen warmen Körper darin beginnt wieder zu steigen. Die Flechtenhalt gleitet draußen vor deinem Fenster nach unten. Das Lampenlicht gleitet nach unten. Die blassen Bärte aus Flechte gleiten nach unten. Und dann sind die Zedern wieder um dich herum. Und der Nebel und das Moos und das lange, tiefe Summen. Du nippst an deinem Kräutertrank. Er ist noch warm. Er ist schon lange warm. Und du verstehst, ohne es zu Ende zu denken, dass er weiterhin warm sein wird, solange du es möchtest. Das ist eine weitere Freundlichkeit der Mooskissen-Standseilbahn. Du lässt deine Augen für einen Moment schließen, wenn du deine Augen wieder öffnen lässt und nur, wenn du es möchtest, steigt der Wagen durch einen Streifen Wald, in dem die Zedern einem stillen Hain höherer, schlankerer Bäume gewichen sind. Ihre Rinde von blassem Silber, ihre Blätter klein und rund und sehr sanft zitternd im Lufthauch des vorbeifahrenden Wagens. Du brauchst keinen Namen für sie. Es sind einfach Bäume, die der Berg in diesem Teil seines Waldes hält, so wie ein Mensch bestimmte kleine Schätze auf einem hohen Regal aufbewahrt. Nicht zum Gebrauch, nur um den Trost zu haben, zu wissen, dass sie da sind. Zwischen den silbernen Bäumen siehst du hier und dort kleine Wasserglanzlichter, winzige Tümpel, eingebettet zwischen die Wurzeln. Jeder nicht größer als eine Suppenschale. Jeder das schwache, blaue Zwielicht des Himmels zurückspiegelnd. In einem der Tümpel siehst du für einen Augenblick die Spiegelung eines einzelnen kleinen Sterns, obwohl du, wenn du zwischen den Zweigen zum Himmel hinaufblickst, nicht ganz sagen kannst, wo der Stern ist. Das macht nichts. Der Tümpel bewahrt den Stern für jetzt. Olwen kommt wieder den Gang herunter. Sie trägt ein kleines gefaltetes Quadrat aus weicher grauer Wolle. Sie hält neben deinem Sitz an. Sie entfaltet die Wolle. Es ist eine Schoßdecke, dasselbe blasse Grau mit dem dunkelgrünen Streifen entlang der Ränder, und legt sie dir sanft über die Knie. Die Decke legt sich. Sie ist leicht, aber sie ist warm. Die besondere Wärme von Wolle, die in einem Zedernschrank mit Kiefernsäckchen aufbewahrt wurde. Du kannst die Kiefer ganz schwach riechen, wie sie aus dem Gewebe aufsteigt. Du fühlst das kleine, ehrliche Gewicht der Decke auf deinen Beinen. Dann beugt sie sich vor und berührt die kleine Fußstütze, die an den Sockel deines Sitzes geklappt ist. Sie hebt sie sanft an. Sie klappt mit einem leisen, weichen Knarren aus Messing und altem Holz auf. Und nun gibt es einen Ort unter deinen Füßen, an dem du sie ruhen lassen kannst. Du lässt deine Füße dort ruhen.
Die Fußstütze ist ebenfalls mit demselben tiefgrünen Samt bezogen. Deine Füße fühlen sich gehalten an. Olwen richtet sich auf. Sie neigt den Kopf. Sie geht weiter. Du bist eingehüllt. Du bist warm. Du steigst langsam durch silberne Bäume in endlosem Zwielicht in einer mit Samt ausgekleideten Standseilbahn. Und eine freundliche Frau in einem grünen Mantel hat dir gerade eine Decke über die Knie gelegt. Und das Seil summt seinen langen, tiefen Ton unter dir. Und es gibt nichts auf der Welt, was du tun müsstest. Du lässt deinen Kopf wieder gegen den Samt zurückruhen. Du lässt die Seite deiner Wange für einen Moment die kühle Messingstange unter dem Fenster berühren. Und dann lässt du deinen Kopf zurücksinken. Kühl und warm und kühl und warm. Du nippst an deinem Kräutertrank. Du schmeckst Gerste. Du schmeckst Kiefer. Du schmeckst den schwachen Hauch von Honig. Nach einer langen, unbeeilten Weile lichten sich die silbernen Bäume. Und der Wagen fährt auf eine lange, hölzerne Bockbrücke hinaus, die eine langsame Schlucht überquert. Dies ist die 3. Bockbrücke, jene, über die Olwen in ihrem Buch schreibt. Die Brücke ist aus dunklen alten Balken gefertigt. Und darunter ist die Schlucht voller Nebel. Und der Nebel ist heute Abend ein blasses Silber mit dem leisesten Lavendel umrandet, ganz so, wie Olwen es notiert hat. Der Wagen rollt auf die Bockbrücke hinaus. Der Ton des Seils vertieft sich nur leicht, weil die Brücke ein etwas steileres Stück des Aufstiegs ist. Die Sperrklinke tickt. Klick, klick, klick. Unter dem Wagen ist nur weicher Nebel. Zu beiden Seiten ist nur weicher Nebel. Du fühlst für einen Augenblick, dass du über einen stillen See aus Wolken schwebst, mit dem warmen, bernsteinfarbenen Laternenlicht des Wagens, das um dich glüht, und nichts anderem auf der Welt zur Gesellschaft. Das Summen ist alles. Die Wärme ist alles. Die Decke auf deinen Knien ist alles. Und dann endet die Bockbrücke und der Wagen ist wieder unter Bäumen. Diesmal alte hohe Tannen mit tief gefurchter Rinde. Und der Geruch von Harz wird stärker. Und die Fenster beschlagen wieder. Und die Welt schließt sich wieder um dich, wie etwas Weiches, Gefaltetes. Olwen kehrt zu ihrem Pult zurück. Sie hebt ihre Feder. Sie schreibt: Die Farbe des Nebels an der 3. Bockbrücke. Blasses Silber, mit dem leisesten Lavendel umrandet. Der Ton des Seils auf der Brücke einen halben Ton tiefer als auf der freien Strecke. Die Temperatur der Luft in der Mitte der Brücke, kühl, mit einer kleinen Klarheit darin, die auf frischen Schnee irgendwo höher am Berg hindeutet. Sie legt ihre Feder ab. Sie hebt einen kleinen Messingkessel von einem kleinen eisernen Ständer neben ihrem Pult. Einen Kessel, den du zuvor nicht ganz bemerkt hattest, obwohl er die ganze Zeit dort gestanden ist, sanft von einer kleinen, umhüllten Flamme gewärmt. Und sie gießt einen langsamen Strom warmen Kräutertrank zurück in eine kleine Tonschale. Und sie geht wieder den Gang hinunter. Sie hält neben deinem Sitz an. Sie muss nicht fragen. Sie hebt sanft deine Schale von ihrem Tablett, füllt sie nach und legt sie zurück in deine Hände. Der neue Trank ist genauso warm wie der erste. Oder vielmehr, deine Schale ist noch warm und nun ist sie wieder voll. Du nippst Gerste, Kiefer, Honig, sehr klein und weit weg. Sie geht weiter. Du trinkst, langsam, langsam, ohne den Gedanken, fertig werden zu wollen. Das Seil summt. Der Wagen steigt. Nach einer weiteren, langen, unbeeilten Weile wird dir bewusst, dass sich das Licht draußen vor den Fenstern ganz leicht verändert hat. Das Zwielicht
ist immer noch das Zwielicht. Es hat seine lange Bläue nicht aufgegeben, aber es liegt nun eine tiefere Weichheit an seinen Rändern, so wie ein Stück gefalteter Samt in seinen Falten ein tieferes Grün zeigt als auf seiner glatten Fläche. Der Berg, verstehst du, atmet dem tieferen Teil des Abends entgegen. Der Wagen atmet mit ihm. Du atmest auch mit ihm. Ein, langsam. Aus, langsam. Die Tannen draußen vor den Fenstern sind nun sehr alt. Du kannst an ihren unteren Stämmen dicke Kissen aus Moos in tiefem Smaragdgrün sehen, sanft im Laternenlicht leuchtend. Du kannst zwischen ihren Wurzeln kleine hölzerne Markierungen sehen, nicht höher als eine Hand, dort gesetzt von den kleinen freundlichen Hütern der Standseilbahn vor vielen Jahren. Markierungen, die dem Wagen auf irgendeine stille Weise, die nur das Seil versteht, mitteilen, wie weit es noch zu steigen ist. Jede Markierung gleitet am Fenster vorbei. Und du siehst sie vorbeigleiten. Und dann ist sie fort. Und es bleibt nur das Moos und die Tannen und das lange, tiefe Summen. Olwen geht ihren kleinen Aufgaben nach. Sie streicht mit der Zobelbürste noch einmal über die messingnen Armlehnen. Nicht, weil sie es nötig hätten, sondern weil das Bürsten Teil ihrer stillen Fürsorge ist. Sie richtet die gefalteten Decken auf den leeren Sitzen. Sie stellt den Docht einer Laterne nach, die vielleicht einen einzigen Faden zu hell brennt und nun gleichmäßig mit den anderen leuchtet. Sie geht in ihren weichen Lederschuhen die ganze Länge des Wagens ab und ihre Schuhe machen überhaupt kein Geräusch und der Samt schluckt die kleinen alltäglichen Laute ihres Gehens und der Wagen bleibt so still wie ein schlafender Wald. Jedes Mal, wenn sie an deinem Platz vorbeigeht, wirft sie dir einen Blick zu, den kleinsten Blick. Jedes Mal, wenn sie sieht, dass es dir gut geht, dass deine Decke an ihrem Platz liegt, dass deine Tasse warm ist, dass dein Kopf dort ruht, wo Köpfe ruhen sollten, nickt sie, dieses kleine Neigen, und geht weiter. Du fühlst dich umsorgt. Ohne dass irgendetwas von dir verlangt würde, fühlst du dich umsorgt. Es ist ein kleines und seltenes und sehr einfaches Gefühl. Und du lässt es in dich einsinken, so wie die Wärme des Likörs in dich eingesunken ist und die Wärme der Decke in dich eingesunken ist und das lange, tiefe Summen des Seils in dich eingesunken ist. Die Welt ist gehalten. Du bist gehalten. Es gibt nichts weiter zu tun. Die Zeit verläuft locker. Nach einer Weile beginnt der Wagen allmählich langsamer zu werden. Das Summen des Seils wechselt zu einem etwas höheren und sanfteren Ton. Die Sperrklinke tickt in gemächlicherem Takt. Klick, klick, klick. Die Tannen vor den Fenstern weichen, langsam, einer kleinen Lichtung, und am anderen Ende der Lichtung steht ein niedriger Bahnsteig aus Holz, länger als die Flechten halt, breiter als der Fahnbahnsteig, mit einem großzügigen, überdachten Vordach darüber und vielen kleinen Glimmerlaternen, die an den Balken des Vordachs hängen. Dies ist der Kissengipfel. Der Kissengipfel ist die höchste Station der Moospolster Standseilbahn. Er heißt Kissengipfel, weil das Moos an diesem Teil des Berges so dicht und so tief und so weich ist, dass es große grüne Kissen über die Steine und Wurzeln legt. Und darüber zu gehen, würde sich, stellst du dir vor, anfühlen wie ein Gang über eine gefaltete, samtene Tagesdecke. Aber du musst nicht darüber gehen. Du musst nur hier sein. Der Wagen wird noch langsamer. Das Summen sinkt zu seinem tiefsten, sanftesten Ton. Die Sperrklinke tickt einmal, dann noch einmal. Dann, ganz leise, hält sie inne. Der Wagen ruht am kleinen hölzernen Prellbock des Kissengipfels. Das Seil hält ihn vollkommen ruhig.
Die Laternen im Wagen glühen. Die Laternen über dem Bahnsteig glühen. Die ganze kleine Welt ist bernsteinfarben und grün und gehalten. Olwen erhebt sich von ihrem Eichenpult. Sie geht den Gang hinunter, langsam wie immer. Sie geht zur Tür am vorderen Ende des Wagens und öffnet sie behutsam, behutsam, behutsam. Und ein leiser Atemzug Bergluft schlüpft herein. Diese Luft riecht nach kaltem Zedernholz und nach hohem Stein und nach einem kleinen, klaren Wind, der von irgendwo noch weiter oben gekommen ist. Aber sie ist keine kalte Luft. Sie ist nur eine frische. Dann wendet sie sich und geht den Gang zurück. Und im Vorbeigehen legt sie ihre Hand ganz leicht auf die Rückenlehne jedes Sitzes. 1, 2, 3. An jedem Sitz hält sie für einen einzigen Atemzug inne, als lauschte sie auf den, der dort sitzt. Als sie zu dir kommt, hält sie ebenfalls inne. Sie sieht dich nicht direkt an. Dich direkt anzusehen hieße, etwas von dir zu verlangen. Und heute Abend wird sie nichts von dir verlangen. Sie steht nur für einen einzigen stillen Atemzug neben deinem Platz und legt ihre Hand auf den Samt deiner Rückenlehne und geht dann weiter. Du spürst den kleinen warmen Druck ihrer Hand durch den Samt, hinter deiner Schulter, obwohl sie dich nicht berührt hat. Samt erinnert sich an Dinge. Hier. Samt ist auf diese Weise gütig. Sie kehrt an ihr Eichenpult zurück. Nun, am Kissengipfel, holt sie ein kleines hölzernes Tablett aus dem Schrank unter ihrem Pult hervor. Auf dem Tablett liegt eine kleine Tonschale und in der Schale ein weiches, warmes Tuch, zu einem kleinen Quadrat gefaltet. Neben der Schale steht ein winziges Messinggefäß mit einem Korken verschlossen. Neben dem Gefäß ein kleiner Holzlöffel. Neben dem Löffel eine weitere kleine Tontasse. Sie hebt den Korken vom Messinggefäß. Ein Duft steigt in den Wagen, der älter ist als Gerste und sanfter als Kiefer. Der Duft warmer Honigwaben mit einer leisen Spur von Orangenschale, die langsam neben einem Feuer getrocknet wurde. Sie taucht den Holzlöffel in das Gefäß, holt ein kleines Maß dunklen Honig heraus und rührt ihn langsam, langsam in die Tasse. Dann hebt sie den Messingkessel vom Eisenständer und gießt einen kleinen, langsamen Strahl heißen Wassers in die Tasse. Und der Honig löst sich mit einem kleinen hellen Wirbel auf. Und der Dampf aus der Tasse trägt den Duft von Honig und Orangenschale durch den Wagen, vermischt sich mit dem Duft von Samt und Zeder und Kiefer. Sie nimmt das kleine warme Tuch aus der Tonschale. Sie geht den Gang hinunter. Sie bleibt an deinem Platz stehen. Sie reicht dir das warme Tuch. Du nimmst es. Es ist warm und feucht und sauber. Die Wärme eines Tuches, das in warmem Wasser bereitgehalten wurde. Bis zum genau richtigen Moment. Du drückst es sanft an deine Hände. Du spürst, wie die Wärme in deine Finger zieht. Und deine Finger, von denen du nicht gemerkt hattest, dass sie etwas kühl waren, werden warm. Du drückst das Tuch ganz leicht an deine Wange. Du drückst es an deinen Nacken. Die Wärme zieht in die kleine, angespannte Stelle unter deinem Kiefer. Und die kleine, angespannte Stelle unter deinem Kiefer lässt los. Und dein Kiefer wird weicher, als er den ganzen Abend geworden ist. Du gibst das Tuch zurück. Sie nimmt es wortlos entgegen und legt es zurück in die Tonschale. Dann hebt sie die neue Tasse, die Honig- und Orangenschalentasse, und legt sie in deine Hände. Du nippst. Es ist süßer als der Likör. Es ist die Süße langsamen Honigs, mit einer winzigen runden Helligkeit von Orangenschale darunter. Es sinkt in deine Brust hinunter wie eine kleine gefaltete Sonne, die für die Nacht in eine Schublade gelegt wird. Du nippst erneut.
Die Wärme erreicht die Stelle unter deinem Schlüsselbein und ruht dort, wo zuvor der Likör geruht hat. Du fühlst dich doppelt erwärmt. Olwen kehrt an ihr Pult zurück. Sie hebt ihren Federhalter ein letztes Mal. Sie schreibt die letzte kleine Beobachtung des Abends nieder. Die Zahl der Fahrgäste auf der heutigen Auffahrt: 1. Der Zustand des Fahrgastes: wohl und behaglich und sehr schläfrig werdend. Die Temperatur im Wagen: gleichmäßig und warm. Der Ton des Seils am Kissengipfel: tief, lang und ruhig. Sie schließt das grüne Hauptbuch. Sie legt ihren Federhalter in seine kleine Messingschale. Sie legt eine Hand flach auf den Einband des Hauptbuchs, so wie jemand seine Hand auf das warme Fell einer schlafenden Katze legt. Sie hält ihre Hand einen Moment lang dort. Dann hebt sie fort. Sie tritt von ihrem Schreibtisch zurück und geht den Gang hinunter und wandert von Laterne zu Laterne. Sie löscht keine der Laternen. Sie dreht jede nur herunter. Eine kleine, vorsichtige Drehung am Messingschlüssel, bis jede Laterne tiefer glüht, sanfter, weicher, die Farbe von Honig, gehalten in verlöschendem Kaminlicht, die Farbe von warmem Bernstein unter Wasser, die Farbe des letzten kleinen Lichts im hinteren Teil eines freundlichen Zimmers. Der Wagen ist nun gedämpft und warm und geborgen. Sie dreht die Laterne über deinem Sitz herunter. Das Licht um deine Schulter verblasst zu einem sanften, leisen Glühen. Du kannst den Samt noch sehen und das Messing und die hellgraue Decke auf deinen Knien. Aber du siehst sie jetzt nur noch in den weichen Umrissen des Halbschlafs. Olwen kehrt zu ihrem Schreibtisch zurück. Sie setzt sich. Sie faltet sanft die Hände in ihrem Schoß. Sie schließt für einen einzigen Augenblick die Augen, so wie jemand, der einen langen, stillen Abend voller Arbeit beendet hat. Die Augen schließt, um dem Abend zu danken. Dann öffnet sie wieder und sitzt einfach und wacht über den gedämpften, warmen Wagen und den einzigen schläfrigen Fahrgast, den er trägt. Das Seil summt seinen langen, tiefen Ton. Die Sperrklinke tickt jetzt nicht, weil der Wagen am Kissengipfel ruht. Der Nebel zieht sanft an den Fenstern entlang. Die kühle Bergluft schlüpft durch die kleine Lüftung über deinem Fenster herein, berührt deine Wange, zieht sich zurück, berührt wieder. Du hältst noch immer den kleinen Tonbecher. Du stellst ihn sacht auf das Klapptablett. Du lässt deine Hände auf der Decke in deinem Schoß ruhen. Deine Hände sind warm. Deine Knie sind warm. Deine Füße auf dem Samtfußstütze sind warm. Deine Schultern am tiefgrünen Samt sind weich. Dein Kopf an der hohen Sitzlehne ist gehalten. Du lässt deine Augen sich schließen. Das Summen des Seils setzt sich in dir fest. Du hörst, ganz leise, das kleine, sanfte Tropfen des Nebels, der vom Vordach des Kissengipfels auf den hölzernen Bahnsteig fällt. Ein einzelner Tropfen. Noch einer. Noch einer. Du hörst, ganz leise, das kleine, sanfte Knarren des Messings, wenn ein Fensterriegel sich ein Haar tiefer in sein Bett setzt. Du hörst, ganz leise, das langsame Umblättern einer Seite irgendwo, vielleicht das grüne Hauptbuch, das im Schlaf die letzten seiner offenen Seiten behutsam schließt. Der Wagen hält dich. Der Berg hält den Wagen. Die lange blaue Dämmerung hält den Berg. Und über der langen blauen Dämmerung, irgendwo weit fort, beginnen die ersten sanften Sterne, sich einer nach dem anderen an ihren geduldigen Plätzen niederzulassen. Du brauchst sie nicht zu sehen. Sie sind einfach da. Du atmest langsam ein. Du atmest langsam aus. Das Summen geht weiter.
Die Wärme geht weiter. Der Duft von Zeder und Kiefer und Gerste und Honig und warmem Samt geht weiter. Olwen sitzt an ihrem Eichenschreibtisch. Sie bewegt sich nicht. Sie hält Wache, so wie ein freundlicher Mensch Wache hält über einen schlafenden Freund, ohne etwas dafür zu erwarten. Du lässt deinen Atem länger werden. Du lässt deinen Körper schwerer werden. Du lässt deine Gedanken weicher werden. Wenn ein Gedanke aufsteigt, lass ihn aufsteigen. Lass ihn wie Dampf von einer warmen Tasse hinaufschweben und lass ihn in der gedämpften Bernsteinluft verschwinden und lass ihn vergangen sein. Wenn ein weiterer Gedanke aufsteigt, lass auch ihn aufsteigen. Lass ihn schweben. Lass ihn vergangen sein. Es gibt nichts, woran du dich festhalten musst. Es gibt nichts, woran du dich erinnern musst. Es gibt nur den Wagen und den Samt und das Summen und die Wärme. Die Laternen brennen tiefer. Der Nebel streift die Fenster. Die Decke ruht auf deinen Knien. Der Becher auf seinem Tablett ist noch ein wenig warm. Du steigst jetzt nichts mehr hinauf. Du wirst einfach gehalten. Oben auf einem kleinen, freundlichen Berg. In einem kleinen, freundlichen Wagen. Von einer kleinen, freundlichen Concierge. In einem langen, blauen Abend, der nicht enden muss. Dein Atem wird langsamer. Dein Atem wird langsamer. Das Summen ist alles. Das Summen ist der Berg. Das Summen ist der Samt. Das Summen ist die Decke. Das Summen bist du. Ruh jetzt. Ruh. Der Wagen wird nicht fahren. Die Laternen werden nicht erlöschen. Olwen wird sich nicht von ihrem Schreibtisch rühren. Der Berg wird seinen langsamen blauen Atem weiteratmen. Das Seil wird seinen langen, tiefen Ton weitersummen. Ruh. Schlaf. Lass den Wagen dich halten. Lass den Berg den Wagen halten. Lass die lange, blaue Dämmerung den Berg halten. Lass die sanften Sterne die Dämmerung halten. Lass alles dich halten. Sanft, sanft, während du gehst. Schlaf jetzt. Schlaf. Schlaf.